Willkommen bei Slow German. In dieser ersten Folge bist du mit mir an einem deutschen Bahnhof am frühen Morgen. Wir hören gemeinsam, wie Menschen wirklich sprechen, wenn sie müde sind, unsicher sind und einfach nur höflich bleiben wollen. Ich lese die Szene langsam und deutlich vor, damit du in Ruhe zuhören kannst. Du kannst dieses Audio auch mehrmals anhören, um Rhythmus, Aussprache und typische kleine Wörter wie eigentlich, vielleicht oder ich glaube besser zu spüren. In der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar findest du weiterführende Informationen, Vokabellisten und Unterlagen zum Download. Ich empfehle dir, das Video mit Untertiteln in deiner Muttersprache anzusehen. Und jetzt mach es dir bequem, atme einmal tief durch und komm mit mir an den Bahnsteig. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass Bahnhöfe am frühen Morgen eine ganz eigene Sprache haben? Es ist 6:30 Uhr. Du stehst auf Gleis 4. Die Luft ist kühl. Der Kaffee in deiner Hand ist noch zu heiß zum Trinken. Und neben dir steht jemand, der genau wie du aussieht. Ein bisschen müde, ein bisschen still, ein bisschen nicht ganz da. Dann kommt dieser Moment. Ein Mensch neben dir dreht sich zu dir und sagt etwas. Etwas Einfaches. Die Frau am Bahnsteig schaut dich an und sagt leise: Entschuldigung, fährt der Zug nach Köln? Und du brauchst einen Moment. Nicht, weil die Frage kompliziert ist, sondern weil dein Gehirn noch nicht vollständig wach ist. Du verstehst die Wörter, aber die Antwort kommt langsam. Du sagst schließlich: ja, ich glaube, ja. Und dann Stille, ein kleines Lächeln. Und das Warten geht weiter. Was passiert eigentlich mit unserer Sprache, wenn wir müde sind? Wenn wir zu wenig geschlafen haben? Wenn wir an einem deutschen Bahnhof stehen und versuchen höflich zu sein, aber unser Kopf arbeitet nur halb so schnell wie sonst? Und vor allem, was bedeutet das für dich als Lernender? Du stehst also auf diesem Bahnsteig. Neben dir eine Frau, vielleicht Mitte 30. Sie hat einen großen Rucksack. Sie sieht aus, als hätte sie die Nacht in einem Bus verbracht. Sie schaut auf die Anzeigetafel, dann zu dir, dann wieder zur Tafel. Dann fragt sie ein bisschen unsicher: Entschuldigung, ist das hier Gleis 4? Du schaust dich um. Du siehst die große gelbe 4 an der Wand. Du denkst: ja, das ist offensichtlich Gleis 4. Aber du sagst das nicht. Du sagst nur ruhig: ja, das ist Gleis 4. Die Frau sagt: danke. Es entsteht eine kleine Pause. Dann sagt sie wieder etwas zögerlich: eigentlich steht auf meinem Ticket Gleis 3. Aber die Anzeige sagt Gleis 4. Du verstehst nicht sofort, was sie meint. Dein Gehirn braucht einen Moment. Du schaust auf die Anzeigetafel. Dann sagst du langsam: ah, ja, manchmal ändert sich das. Die Frau nickt: okay, danke. Und dann wartet ihr beide, still, nebeneinander. Zwei Menschen, die zu wenig geschlafen haben, an einem deutschen Bahnhof. Wo es interessant wird. In diesem kleinen Dialog ist so viel versteckt. Lass uns langsam durchgehen, was hier wirklich passiert. Erstens die Frage. Die Frau fragt: Entschuldigung, ist das hier Gleis 4? Diese Frage ist nicht wirklich eine Frage. Die Frau kann das Schild sehen. Sie weiß, dass das Gleis 4 ist. Aber sie fragt trotzdem. Warum? Weil sie unsicher ist. Weil auf ihrem Ticket etwas anderes steht. Weil sie Bestätigung braucht. Und weil Menschen, besonders wenn sie müde sind, einfach hören wollen: ja, alles ist richtig. Das ist eine sehr deutsche Art zu kommunizieren. Wir stellen Fragen, auch wenn wir die Antwort schon kennen.
Nicht, weil wir dumm sind, sondern weil wir sicher sein zu wollen. Zweitens, das Wort eigentlich. Die Frau sagt, eigentlich steht auf meinem Ticket Gleis 3. Dieses kleine Wort eigentlich macht den Satz weicher. Es bedeutet, ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Ich bin verwirrt. Kannst du mir helfen? Ohne eigentlich würde der Satz härter klingen. Zum Beispiel, auf meinem Ticket steht Gleis 3. Das klingt wie eine Beschwerde. Wie? Du hast mir die falsche Information gegeben. Aber mit eigentlich klingt es eher wie, ich bin nicht sicher, was richtig ist. Ich brauche deine Hilfe. Und genau hier wird die Sprache fein. Wenn wir müde sind, sprechen wir anders. Wir sprechen langsamer. Wir machen mehr Pausen. Wir benutzen einfachere Wörter. Und manchmal sagen wir Dinge, die nicht ganz klar sind. Zum Beispiel, du stehst immer noch auf diesem Bahnsteig. Ein Mann kommt zu dir. Er hat eine Kaffeetasse in der Hand. Der Mann fragt, ist der Zug schon weg? Du schaust auf die Gleise. Kein Zug zu sehen. Du antwortest langsam, nein, ich glaube nicht. Der Mann fragt weiter. Oder kommt er noch? Du denkst, das ist doch die gleiche Frage. Aber du antwortest trotzdem, ja, er kommt noch. Der Mann sagt, okay, gut. Es folgt eine Pause. Dann sagt er noch leise, danke. Und er geht weg. Was ist gerade passiert? Dieser Dialog ist ein bisschen seltsam, oder? Der Mann stellt zwei Fragen, die eigentlich die gleiche Bedeutung haben. Ist der Zug schon weg? Das heißt, nein. Oder kommt er noch? Das heißt, ja. Warum stellt er beide Fragen? Weil sein Gehirn langsam arbeitet. Weil er müde ist. Weil er die erste Antwort gehört hat. Nein, ich glaube nicht. Aber nicht ganz sicher war, was das bedeutet. Und du? Du hast auch nicht perfekt geantwortet. Deine Antwort war, nein, ich glaube nicht. Das ist keine klare Antwort. Es ist eine unsichere Antwort. Eine müde Antwort. Aber es ist eine ehrliche Antwort. Und das ist okay. Viele Deutschlernende denken, sie müssen immer perfekt, klar und schnell antworten. Aber echte Deutsche, besonders am frühen Morgen, sprechen auch langsam, unscharf und zögerlich. Langsam sprechen heißt nicht, dass du schlecht Deutsch sprichst. Es heißt, dass du wie ein echter Mensch sprichst. Die Macht der kleinen Wörter. Lass uns über ein paar kleine Wörter sprechen, die in müden Gesprächen besonders wichtig sind. Erstens, ich glaube. Zum Beispiel, ich glaube, der Zug kommt um 7. Das bedeutet nicht, dass du es nicht weißt. Es bedeutet, ich bin nicht 100% sicher, aber das ist meine Information. Dieses kleine Ich glaube macht deine Aussage höflicher, bescheidener, weniger absolut. Deutsche benutzen es ständig, besonders wenn sie müde sind. Zweitens, vielleicht. Zum Beispiel, vielleicht ist das Gleis geändert worden. Das ist ein weiches Wort. Es bedeutet, ich weiß es nicht genau, aber das könnte eine Erklärung sein. Wenn du vielleicht benutzt, gibst du der anderen Person Raum. Du sagst nicht, das ist definitiv so. Du sagst, das ist eine Möglichkeit. Drittens, oder? Zum Beispiel, der Zug kommt um 7, oder? Dieses kleine Oder am Ende macht aus einer Aussage eine Frage. Es bedeutet, ich denke, das ist richtig, aber bestätige es bitte. Es ist eine sehr deutsche Art, unsicher zu sein. Wir sagen etwas und dann fragen wir sofort, stimmt das? Viertens, eigentlich. Zum Beispiel, eigentlich wollte ich den Zug um 7 nehmen. Das bedeutet, das war mein Plan. Aber jetzt ist etwas anders. Es ist ein Wort für Enttäuschung, für kleine Veränderungen, für Momente, in denen die Realität nicht mit deiner Erwartung übereinstimmt. Fünftens, doch. Zum Beispiel, kommt der Zug nicht?
Und du antwortest, doch. Dieses Wort ist schwer zu übersetzen. Es bedeutet, doch, ja, er kommt. Auch wenn du das Gegenteil vermutet hast. Es ist ein kleines, trotziges Wort. Ein widersprechendes Wort. Und es ist typisch deutsch. Die kleinen Missverständnisse. Jetzt wird es ein bisschen lustig. Auf eine sehr stille, sehr deutsche Art. Eine ältere Frau kommt zu dir. Sie sieht freundlich aus. Sie lächelt. Die Frau fragt, Entschuldigung, haben Sie die Uhrzeit? Du antwortest, es ist 6:45 Uhr. Die Frau sagt, danke. Es folgt eine kurze Pause. Dann fragt sie, und wann kommt der Zug? Du sagst, um 6:45 Uhr. Die Frau schaut dich an, dann zur Tafel, dann wieder zu dir. Sie fragt vorsichtig, also, jetzt? Du antwortest, ja, jetzt. Die Frau lacht leise und sagt, dann habe ich ja noch Zeit. Und du denkst, nein, du hast keine Zeit. Der Zug kommt jetzt. Aber du sagst nichts, weil du müde bist, weil du nicht diskutieren willst, weil es nicht dein Problem ist. Die Frau geht langsam zum Bahnsteigrand. Sie schaut auf die Gleise und dann kommt der Zug. Genau in diesem Moment. Sie steigt ein. Du steigst ein. Alles ist gut. Aber für einen kurzen Moment, für diese 10, 20 Sekunden, gab es ein kleines Missverständnis. Warum passieren solche Dinge? Missverständnisse passieren nicht, weil Menschen dumm sind. Sie passieren, weil Sprache komplex ist, weil wir müde sind, weil wir nicht immer genau das sagen, was wir meinen. Die Frau hat gefragt, wann kommt der Zug? Du hast geantwortet, um 6:45 Uhr. Aber sie hat nicht verstanden, dass das jetzt ist, weil sie nicht auf die Uhr geschaut hat, weil sie die Zeit, die du ihr gesagt hast, und die Zeit, zu der der Zug kommt, nicht verbunden hat. Das ist kein Drama. Es ist nur menschlich. Und wenn du Deutsch lernst, wirst du solche Momente haben. Viele Male. Du wirst etwas sagen, das richtig ist, aber nicht klar genug. Oder du wirst etwas hören und nicht sofort verstehen. Das ist normal. Das ist sogar schön, weil es zeigt, dass du echte Gespräche führst. Mit echten Menschen. In echten Situationen. Die erschöpft höfliche Kommunikation. Hier ist etwas Interessantes. Wenn Deutsche müde sind, werden sie oft höflicher. Du denkst vielleicht, warum? Wenn ich müde bin, bin ich genervt. Ich will nicht höflich sein. Aber viele Deutsche funktionieren anders. Wenn wir müde sind, haben wir keine Energie für Konflikte. Wir wollen einfach nur, dass alles glatt läuft. Also benutzen wir extra höfliche Wörter. Zum Beispiel, du sitzt jetzt im Zug. Neben dir sitzt ein Mann. Er hat seine Tasche auf dem Sitz neben sich. Du willst dich setzen. Du sagst freundlich, Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Der Mann reagiert sofort, oh, ja, natürlich. Tut mir leid. Er nimmt seine Tasche weg. Schnell, vielleicht ein bisschen hektisch. Du setzt dich. Du sagst, danke. Der Mann antwortet, kein Problem. Und dann Stille. In diesem kurzen Dialog gibt es sehr viele höfliche Elemente. Entschuldigung, das sagst du, bevor du etwas fragst. Es bedeutet, ich will dich nicht stören, aber ich brauche etwas. Ist der Platz noch frei? Du fragst nicht einfach, ist hier frei? Das wäre direkter, härter. Das kleine Wort noch macht die Frage weicher. Oh, ja, natürlich. Der Mann sagt, natürlich, um zu zeigen, ich hätte die Tasche sowieso weggenommen. Es ist selbstverständlich. Tut mir leid. Er entschuldigt sich, obwohl er nichts Schlimmes getan hat. Weil Höflichkeit in Deutschland oft bedeutet, ich respektiere deinen Raum. Ich will dir nicht im Weg stehen.
Danke, kein Problem. Und dann ist die Interaktion vorbei. Schnell, höflich, erschöpft. Das ist deutsche Kommunikation. Wir benutzen viele kleine, höfliche Wörter, um Konflikte zu vermeiden. Die Stille zwischen den Worten. Jetzt sitzt du also im Zug. Der Mann neben dir schaut aus dem Fenster. Du schaust auf dein Handy. Der Zug fährt los. Stille. Und hier ist etwas, das viele Deutschlandende nicht erwarten. Deutsche lieben Stille. Besonders am Morgen. Besonders wenn wir müde sind. Besonders in Zügen. Du musst nicht sprechen. Du musst keinen Smalltalk machen. Du musst nicht höflich sein, indem du redest. Du bist höflich, indem du still bist. Eine Pause ist kein Schweigen. Sie ist Raum. Wenn jemand langsam mit dir spricht, stell dir vor, du sitzt im Zug. Eine Person vor dir dreht sich um. Sie sieht dich an. Sie spricht langsam und deutlich und sagt: Entschuldigung, fahren wir nach Köln? Du denkst vielleicht, warum spricht diese Person so langsam? Denkt sie, ich verstehe kein Deutsch? Aber vielleicht ist die Wahrheit einfacher. Sie ist müde. Sie kann nicht schnell sprechen. Sie braucht einen Moment, um jedes Wort zu finden. Und das ist okay. Wenn jemand langsam zu dir spricht, ist das kein Zeichen von Respektlosigkeit. Es ist ein Zeichen von Menschlichkeit. Manchmal sprechen Menschen langsam, weil sie denken, dass du die Sprache lernst. Und manchmal sprechen Menschen langsam, weil sie selbst müde sind. Du darfst auch langsam antworten. Zum Beispiel: Ja, ich glaube, wir fahren nach Köln. Das ist eine gute Antwort, eine ehrliche Antwort, eine menschliche Antwort. Der Moment der Verbindung. Der Zug fährt weiter. Die Sonne geht langsam auf. Das Licht draußen wird heller. Und dann passiert etwas Kleines. Der Mann neben dir, der mit der Tasche, dreht sich zu dir. Er sagt: Früher Morgen, oder? Du antwortest: Ja, sehr früh. Der Mann sagt: Ich hasse frühe Züge. Du sagst: Ich auch. Und dann ist die Verbindung da. Für einen Moment. Zwei müde Menschen, die sich verstehen. Er sagt nichts mehr. Du sagst nichts mehr. Aber ihr habt diesen kleinen Moment geteilt. Warum diese Momente wichtig sind, das ist das Schöne an Deutsch und an jeder Sprache. Es geht nicht immer um perfekte Grammatik. Es geht nicht immer um schnelle Antworten. Es geht nicht immer um komplexe Sätze. Manchmal geht es nur um kleine, ehrliche Momente. Früher Morgen, oder? Ja, sehr früh. Das ist genug. Das ist Verbindung. Was du sagen kannst, wenn du zu müde bist. Lass uns praktisch werden. Was kannst du sagen, wenn du müde bist und Deutsch sprechen musst? Erstens: Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz wach. Das ist ehrlich. Das ist menschlich. Und die meisten Menschen werden dich verstehen. Zweitens: Können Sie das bitte wiederholen? Du musst nicht alles beim ersten Mal verstehen. Besonders nicht, wenn du müde bist. Drittens: Ich brauche einen Moment. Das ist vollkommen okay. Niemand erwartet, dass du sofort antwortest. Viertens: Ich bin mir nicht sicher. Ehrlichkeit ist immer besser als eine falsche Antwort. Fünftens: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Auch das ist okay. Du musst nicht alles wissen. Die Ankunft der Zug hält. Du bist angekommen. Du stehst auf. Der Mann neben dir steht auch auf. Er nimmt seine Tasche. Er sagt freundlich: Schönen Tag noch. Du antwortest: Danke. Ihnen auch. Und dann gehst du. Du steigst aus. Du gehst durch den Bahnhof. Und vielleicht denkst du: Das war ein seltsamer Morgen. Ich habe nur ein paar Worte gesprochen. Ich war die ganze Zeit müde. Ich war nicht perfekt. Aber das ist okay, weil das echtes Leben ist, weil das echte Sprache ist, weil das echtes Deutsch ist.
Die Schönheit des Langsamen. Wir leben in einer Welt, die immer schnell sein will. Schnell sprechen, schnell antworten, schnell lernen. Aber manchmal, besonders am frühen Morgen, auf einem deutschen Bahnsteig, mit zu wenig. Schlaf ist langsam besser. Langsam bedeutet nicht schlecht. Langsam bedeutet klar. Langsam bedeutet ehrlich. Wenn du Deutsch lernst, wirst du viele Momente haben, in denen du langsam sprechen musst, in denen du Pausen machst, in denen du nicht sofort die richtigen Worte findest. Das ist kein Fehler. Das ist Lernen. Und manchmal sprechen sogar Muttersprachler langsam, weil sie müde sind, weil sie nachdenken, weil sie vorsichtig sein wollen. Du bist nicht allein. Deine Wörter finden dich, Schritt für Schritt, Wort für Wort, Zug für Zug. Und am Ende des Tages oder am Anfang, auf einem stillen Bahnsteig, sind es die kleinen, ehrlichen Momente, die zählen. Entschuldigung, ist das hier Gleis 4? Ja, das ist Gleis 4. Mehr brauchst du nicht. Langsames Deutsch ist echtes Deutsch. Das war unsere erste Folge von Slow German. Du hast gehört, wie echte, müde Menschen am Bahnhof sprechen. Mit Pausen, Unsicherheit und kleinen, aber sehr wichtigen Wörtern. Wenn dir diese Art zu lernen gefällt, hör dir die Szene noch einmal an. Jedes Mal wirst du neue Details in der Aussprache und im Rhythmus entdecken. In der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar findest du alle wichtigen Sätze, Erklärungen zu Grammatik und Wortschatz sowie Unterlagen zum Download. Danke, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen ruhigen Tag oder Abend und wir hören uns in der nächsten Folge von Slow German.